Ja, willkommen zum Making-of von 12 O'Clock. Es gibt eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute ist, den Trailer habe ich wirklich selber gemacht. Die schlechte Nachricht ist, den Film gibt es nicht. Den wird es auch nie geben. Als allererstes suche ich mir ein paar Videoclips, die ich kostenfrei runterladen kann. Und zwar gucke ich hier auf dieser Seite, Pexels. Da kriegt man kostenfreie Videos, unter anderem auch Fotos. Man muss die Ersteller des Videos, die Urheber quasi, sollte man erwähnen im Video oder in der Beschreibung. Ja, und die Videoclips, die ich mir gesucht habe, die haben rein gar nichts miteinander zu tun. Es sind also willkürlich gewählte Videos. Okay, 2 sind dabei, die gehören zusammen von einer gleichen Serie, aber egal. Die anderen sind alle unterschiedlich und haben nichts miteinander zu tun. So, und die habe ich mir runtergeladen. Natürlich schon im Hinterkopf, was ich so in etwa haben möchte. Dann ist es wichtig, einen groben Plan zu haben. Was möchte ich eigentlich? Ich habe jetzt hier ein paar Clips, ja. Was mache ich damit? Ich muss also quasi für den Trailer, den ich erstelle, muss ich quasi schon ein Drehbuch im Kopf haben von dem Film, den es eigentlich gar nicht gibt. Ja, also ich muss also ein Storyboard haben von einem Film, den es nicht gibt, um daraus einen Trailer zu machen. Also habe ich mir überlegt, ich mache so eine kleine Horror-Thriller-Geschichte, wo es um eine Uhrzeit geht, wo jeden Tag um die gleiche Uhrzeit etwas passiert. Erstmal egal was, aber um die gleiche Uhrzeit passiert was. So, und dann habe ich schon mal einen Grobschnitt vorgenommen. Das heißt, die Videoclips so zusammengefügt in der Timeline, dass es schon mal so einen groben Schnitt ist, ja, also ein grobes Konzept hat. Ja, also angefangen von der Perspektive rein in die Handlung, von außen rein. Man sieht die Straßen, man sieht die Autos und dann immer mehr so die kleinen Details und die Personen, die Hauptcharaktere. Das war das erste, was ich gemacht habe, einen groben Schnitt. Als nächstes habe ich mir dann die Musik schon mal rausgesucht. Also auch grob, gute Filmmusik, dramatische Musik, und habe die schon mal so als Hintergrund mit untergelegt unter die Szenen. Habe geguckt, wo passt es am besten, und daraufhin habe ich dann die Szenen wieder geschnitten. Also dann den Feinschnitt gemacht. Sprich, die Szenen so auf die Musik gelegt, dass es wieder passt, dass die Bilder zur Musik passen. Das war dann der Feinschliff von den ganzen Videos. Als nächstes kamen dann so die Farbkorrekturen und das Color Grading von den einzelnen Szenen. Die habe ich dann auch schon mal angepasst zur Musik und auch zur Szene allgemein. Also am Anfang ein bisschen warm gehalten und nachher, wenn es so dramatisch wird und so der Horror ein bisschen kommt, ab da, wo die Polizeisirenen ertönen, da etwas kühler gehalten, um die Stimmung eben dementsprechend anzupassen. Das war der nächste Schritt. Dann kamen die Soundeffekte. Denn wie gesagt, die ganzen Clips kamen ohne Ton. Keine Soundeffekte, keine Musik, keine Geräusche, keine Stimmen, gar nichts. Also Soundeffekte gemacht. Für Polizeisirenen, für Hintergrundgeräusche, wo zum Beispiel der Polizist mit der Frau spricht. Ja? Da im Hintergrund hört man Hunde bellen, ein bisschen Gequatsche auf der Straße, man hört Autos, aber nur ganz wenig, nicht viel. Liz Wayne? Yes? Das mit eingefügt, dass man braucht dieses Ambiente, man braucht diese Hintergrundmusik oder Geräusche, die Atmosphäre braucht man eigentlich für jede Szene. Es gibt keine Szene, wo entweder nur Musik läuft oder Stimmen zu hören sind, man hört immer irgendwas vom Hintergrund. Wenn jemand da vorbeigeht, wenn ein Auto hupt, irgendwas. Immer so leicht im Hintergrund eine Atmosphäre haben. Im Film ist es übrigens so, da wird ganz oft das Mikrofon mit der Angel in die Luft gehalten und dann wird ein paar Minuten Stille gefilmt. Also einfach nur die Atmosphäre, die Vögel, die Bäume, der Wind, einfach Stille filmen, weil das fügt man dann dort ein, wo man es braucht, als Hintergrundambiente. Das war also der nächste Schritt. Soundeffekte, Hintergrund, ja. Ja, und dann kamen die Stimmen. Angefangen vom Polizisten bis hin zur Frau, ja, die musste ja auch irgendwas sagen. Und im Hintergrund hört man noch über Funk, wie ein Mann und eine Frau quatschen. What the hell is going on here? She's gone. Wie habe ich das gemacht? Ganz einfach. Ich habe mir einfach den Text, den ich eintippe, vorlesen lassen. Sprich, ich bin auf eine Seite gegangen, wie hier zum Beispiel, habe dort meinen Text eingegeben,
habe mir ausgesucht, wer das sprechen soll, Mann, Frau und welche Stimme, ob amerikanisches Englisch oder britisches Englisch, kann man sich alles aussuchen. Und habe mir das vorlesen lassen. Und das Ganze aufgenommen und mit reingeschnitten. Ein bisschen noch am Equalizer gedreht, ja, also ein bisschen die Frequenzen noch geändert, dass sich so anhört, als würde man ja zum einen durch ein Telefon oder durch ein Funkgerät sprechen, zum anderen, dass die Stimmen eben von der Frequenz her passen, dass das zur Musik passt, zum Hintergrund passt und zur Szene passt. Da muss ein bisschen getrickst werden, weil sonst ist es zu steril, diese Stimmen. Ja? So, und bei der Frau hier, die hier schreit und weint, das sind insgesamt 3 Audiospuren. Einmal ein Schluchzen, einmal ein Schreien und einmal so ein leichtes Stöhnen. Das zusammengeschnitten ergibt dann dieses Gejammer von der Frau hier. Passt ja optimal. Das war der nächste Schritt. Die Stimmen. Auch ganz einfach zu machen. Ihr braucht ja euch keine Schauspieler einladen, die euch was aufnehmen oder ihr sprecht es ein und dreht ein bisschen am Pitch oder so. Nee, ihr müsst ja gar nicht. Ihr könnt euch was vorlesen lassen. Das ist optimal. Ja, was kam dann? Die Szenen sind geschnitten, Color Grading ist gemacht, Musik stimmt, Soundeffekte stimmen, die Stimmen sind alle da, Stimmen. Dann kam das Outro, also quasi, was kommt nach dem Trailer? Der Abspann. Und zwar habe ich das auch so gemacht, wie es Hollywood-mäßig ist. In der Schriftart, um was es geht, wie heißt der Film, wer hat mitgemacht, in Zusammenarbeit mit, ja, und so weiter und so fort. Noch ein paar Logos eingefügt. Ja, und dann fertig war der Trailer. So einfach geht das. Ich hoffe, ich konnte euch ein paar Einblicke geben, wie man so einen Trailer erstellt, einen Hollywood-mäßigen Trailer. Und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da oder ein Like. Schreibt in die Kommentare. Vielleicht habt ihr ja eine Idee, was ich als nächstes machen könnte für einen Trailer. Was Romantisches, was Spannendes, was Lustiges, über einen Comedy-Film. Was für einen Film würdet ihr euch wünschen, der im Kino laufen soll, von dem es einen Trailer geben soll? Schreibt mir in die Kommentare. Bis dann.